Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Sommernetzmuster. Wenn ihr eine Kette angeschlagen habt für euer Projekt, durchgezählt teilbar durch 10 plus 5 Maschen mehr, kommen wir zur Reihe 1. Reihe 1 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen. Wir machen einen Umschlag, häkeln weiter mit Stäbchen und lassen die optische erste Masche frei, denn die ist für die Steigeluftmaschen. Wir stechen also in die zweite ein und häkeln ab dort 4 zusätzliche Stäbchen, sodass wir insgesamt 5 Stäbchen mit den Steigeluftmaschen am Anfang gehäkelt haben. Dann sollte es so aussehen. Danach kommen 5 Luftmaschen, 5 Maschen freilassen und ab der 6. wieder 5 Stäbchen häkeln. Fünf Luftmaschen, 5 Maschen freilassen und ab der 6. wieder 5 Stäbchen häkeln. Und dann sollte es bereits so aussehen. Und so nun im Wechsel die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe müsstet ihr noch 5 Maschen übrig haben und dort häkeln wir dann die letzten 5 Stäbchen hinein. Und das war dann Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnt wieder mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen. Und nun häkeln wir Stäbchen über Stäbchen. Und wenn ihr anstatt hier oben in die Masche normal einstecht, hier dieses kleine V nehmt, dieses kleine Herzchen mit dem Kopf der Nadel einfach drauf drückt, habt ihr 3 Schlaufen auf der Nadel und seid genau mittig im Stäbchen drin. Ist auch kein großer Aufwand, geht auch nicht schwer. Hier in dieses kleine V einfach auf dieses Loch mit dem Nadelkopf draufdrücken und ein Stäbchen häkeln. Dieses kleine V. Das geht genauso leicht, als würdet ihr oben in die Masche einstechen, nur mit dem Unterschied, dass ihr die Stäbchen wirklich perfekt übereinander habt. Danach folgen wieder 5 Luftmaschen und wieder 5 Stäbchen über die 5 Stäbchen. Also genauso wie Reihe 1. Nun immer im Wechsel die ganze Reihe, sodass es dann so aussieht. Und am Ende der Reihe häkeln wir über die letzten 4 Stäbchen unsere 4 Stäbchen. Und das letzte Stäbchen häkeln wir
eigentlich in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt hinein, es sei denn, ihr häkelt recht locker. Dann nehmt ihr die zweite Luftmasche von unten und häkelt dort euer Stäbchen hinein. Denn bei mir ist jetzt das beste Beispiel. Ich häkle mit Nadelstärke 4, also recht locker, und habe dadurch einen schöneren, geraden Abschlussrand. Würde ich jetzt in die dritte einstechen, hätte ich hier einen kleinen Hubbel. Also einfach ausprobieren, wie ihr am besten auskommt. Und das war dann schon Reihe 2. In Reihe 3 verschieben wir nun das Muster. Hier sollten sich Anfänger am besten einen Maschenmarkierer hinzunehmen und in der zweiten oder aber dritten Steigeluftmasche schon mal den Marker setzen, denn so beginnen wir mit 3 Steigeluftmaschen für die Höhe eines Stäbchens. Nun brauchen wir aber die Luftmaschen noch zum Rüberkommen und häkeln zusätzlich 5 Luftmaschen hinzu. 3 für ein Stäbchen und nochmal 5 zum Rüberkommen. Danach machen wir einen Umschlag und häkeln um die Kette herum 5 Stäbchen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch in die Kette einstechen, aber die Arbeit kann man sich eigentlich sparen, denn die Stäbchen werden sich automatisch an die richtige Position ziehen, wenn ihr die nächsten Reihen drüber häkelt. Danach wieder 5 Luftmaschen und wieder 5 Stäbchen um die nächste Kette herum. So, und dann sollte es bereits so aussehen. Und so nun bis zum Ende der Reihe weiter häkeln. Und am Ende der Reihe angekommen, machen wir 5 Luftmaschen, einen Umschlag und auch hier wieder stecht ihr entweder in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt ein oder aber, wenn ihr sehr lockere Luftmaschen gehäkelt habt, in der zweiten, um einen schönen geraden Abschluss zu bekommen. Und das war dann schon Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Reihe 4 beginnt wieder mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen. Hier wieder den Marker setzen und nochmal zusätzlich 5 Luftmaschen zum Rüberkommen. Danach geht es weiter, indem wir 5 Stäbchen über die 5 Stäbchen häkeln. Fünf Luftmaschen und wieder rüber über die nächsten 5 Stäbchen 5 Stäbchen häkeln. Und so sollte es dann aussehen. Und so nun die ganze Reihe. Und auch hier am Ende der Reihe 5 Luftmaschen. Und wir beenden das Ganze mit einem Umschlag, indem wir entweder in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen oder aber, wenn ihr lockere Luftmaschen häkelt, in der zweiten, um auch hier einen schönen geraden Abschluss zu bekommen. Und das war dann schon Reihe
Kommen wir zur Reihe 5, die Wiederholung von Reihe 1. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und häkeln 4 Stäbchen einfach um die Kette herum. Danach wieder 5 Luftmaschen, rüber um die nächste Kette 5 Stäbchen häkeln. Fünf Luftmaschen und dann wieder 5 Stäbchen um die nächste Kette. Und so im Wechsel die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe 5 Luftmaschen und um die letzte Kette herum 4 Stäbchen häkeln. Und das letzte und 5. Stäbchen häkeln wir wieder in der 3. Steigeluftmasche hinein oder aber, wenn ihr locker häkelt, in die 2. Luftmasche von unten angezählt. Und habt somit einen schönen geraden Abschlussrand. Und das ist das eigentliche Muster. Jetzt geht es weiter mit Reihe 2, dann Reihe 3 und Reihe 4. Das ganze Muster besteht nur aus 4 Reihen, die, finde ich, leicht zu merken sind. Auf Masse bekommt ihr ein wunderschönes Netzmuster für gerade jetzt im Sommer wunderschöne Oberteile. Ich hoffe, euch hat das Muster genauso viel Spaß gemacht wie mir und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns zum nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, ciao, ciao.